Wir starten das Kapitel Füße mit einer Warm-up-Übung. Und für das Warm-up braucht ihr entweder einen Tennisball oder alternativ ein Nudelholz. Ich habe bei meinem Nudelholz die Griffe abgeschraubt, dann ist es ein bisschen kleiner und handlicher. Wir machen die Übung gleich zusammen, aber vorher möchte ich euch noch zeigen, wie genau wir den Fuß abrollen. Wir werden mit dem Ball oder dem Nudelholz den Fuß in 3 Linien abrollen. Und zwar erst entlang der Mittellinie des Fußes, dann entlang der Außenkante und als letztes entlang der Innenseite des Fußes. Wir beginnen immer hinten an der Hacke. Dann gehen wir zur Ferse. Dann rollen wir den mittleren Bereich des Fußes ab, der zwischen Ferse und Ballen ist. Dann kommt der Ballen. Und als letztes die Zehen. Und diese 5 Linien rollen wir zuerst in der Mitte ab und dann an der Außenkante und dann an der Innenseite des Fußes. Für die Übung werden wir längere Zeit auf einem Bein stehen. Für eure Stabilität könnt ihr gerne eine Wand nutzen, einen Türrahmen oder die Lehne eines Stuhles. Wir werden gemeinsam jetzt den Fuß abrollen. Das Abrollen dauert etwa 3 Minuten. Wir starten mit dem linken Fuß und machen dann gemeinsam auch den rechten. Wir beginnen mit dem Ball unter der Hacke. Ihr könnt etwas Gewicht abgeben von eurem Körper und rollt mit kleinen Bewegungen 4-mal über die Hacke. 1, 2, 3, 4. Dann rollt ihr den Ball unter eure Ferse. 1, 2, 3, 4. Und jetzt kommen wir zum größten Bereich. Das ist alles, was zwischen Ferse und Ballen ist. Auch hier rollt ihr 4-mal und gebt etwas Gewicht ab. 1, 2, 3, 4. Dann kommen wir zum Ballen. Auch hier rollt ihr mit etwas Gewicht. 1, 2, 3, 4. Und als letztes machen wir die Zehen. Hier gebt ihr kein Gewicht ab, sondern rollt ganz locker. 1, 2, 3, 4. Gut. Macht euch bereit für die Außenkante. Das heißt, wir positionieren den Ball an der Außenseite der Hacke. Und auch hier 4 kleine Bewegungen. 1, 2, 3, 4. Dann zur Ferse. 1, 2, 3, 4. Dann kommt Außenkante zwischen Ferse und Ballen. 1, 2, 3, 4. Dann kommt der Fußballen an der Außenkante. 1, 2, 3, 4. Und dann rollen wir noch über die kleine und die Nachbarzehe. 1, 2, 3, 4. Gut. Dann kommen wir noch zur Innenseite des Fußes. Das heißt, wir starten an der Innenseite der Hacke. Hierfür könnt ihr das Bein auch ein bisschen eindrehen. 1, 2, 3, 4. Und dann Ferse. 1, 2, 3, 4. Dann kommen wir zum mittleren Bereich, zwischen Ferse und Ballen. Das kann sein, dass das ein bisschen weh tut. Ihr könnt selber regulieren, wie viel Gewicht ihr geben wollt. 1, 2, 3, 4. Und dann kommt der Großzehballen. 1, 2, 3, 4. Und als letztes rollen wir über große Zehe und Nachbarzehe.
1, 2, 3 und 4. Gut. Nehmt euch einen Moment Zeit, um wahrzunehmen, wie sich das jetzt anfühlt. Vergleicht den bereits abgerollten Fuß mit dem anderen. Wie fühlt sich der Kontakt zum Boden an? Gibt es einen Unterschied in der Stabilität der beiden Seiten? Vielleicht sogar einen Unterschied in der Muskelanspannung der beiden Beine? Nehmt wahr, was gerade ist. Und dann machen wir das Ganze auf der anderen Seite. Also, wir starten wieder. Ball unter der Hacke, mittlere Linie und rollen 4-mal Kleinbewegungen über die Hacke. Dann gehen wir weiter zur Ferse. Auch hier könnt ein bisschen Gewicht abgeben. 1, 2, 3, 4. Und dann kommen wir zum mittleren Bereich des Fußes zwischen Ferse und Ballen. Hier auch mit ein bisschen Gewicht. 1, 2, 3, 4. Und dann kommen wir zum Fußballen. 1, 2, 3, 4. Und wie immer die letzte Station ohne Gewicht, kommen die Zehen. 1, 2, 3, 4. Gut. Dann findet die Stelle Außenkante Hacke auf den Ball. Ihr könnt das Bein ein bisschen nach außen drehen, könnt ihr das Gewicht leichter abgeben. Und es geht los. 1, 2, 3, 4. Fersenbereich 1, 2, 3, 4. Dann kommt Außenkante, mittlerer Bereich 1, 2, 3, 4. Und der Ballen vom kleinen Zeh 1, 2, 3, 4. Und das letzte ist ohne Gewicht, kleiner Zeh und Nachbarzeh. 1, 2, 3, 4. Gut. Letzte Linie, die Innenseite des Fußes. Kommt ihr mit dem Ball auf die Innenseite der Hacke. Und 1, 2, 3, 4. Und dann der Fersenbereich. 1, 2, 3, 4. Jetzt kommt der Bereich zwischen Ferse und Ballen. Da wieder guckt, wie viel Gewicht ihr abgeben wollt, falls das schmerzhaft ist. 1, 2, 3, 4. Und der Ballen vom großen Zeh. 1, 2, 3, 4. Und das letzte ist großer Zeh und Nachbarzehe ohne Gewicht. 1, 2, 3, 4. Und dann nehmt euch einen Moment Zeit, um zu spüren, wie sich das anfühlt. Ihr ahnt es schon. Nach dem Tun kommt das Spüren. Das heißt, nehmt euch einen Moment Zeit, fühlt eure Füße auf dem Boden. Fühlt, wo ihr Kontakt habt zum Boden. Spürt eure Beine und spürt eure gesamte Balance. Und dann macht ein paar Schritte durch den Raum. Vielen Dank fürs Mitmachen. Und jetzt seid ihr fit und bereit für die Balanceübung. Für die Übung
Stellt ihr eure Füße parallel und ungefähr hüftbreit. Und wir schwanken jetzt wie ein Grashalm nach vorne und nach hinten. Und während des gesamten Schwankens lassen wir aber die Fußsohle komplett auf dem Boden. Also dass dann nicht mal ein kleines Blatt Papier durchpasst. Okay, dann schwanken wir nach vorne, bis ihr hauptsächlich auf den Fußballen steht. Und dann kommt ihr in die Mitte und dann zurück, bis ihr hauptsächlich auf den Fersen steht. Da müsst ihr ein bisschen aufpassen auf den Nacken, geht nicht zu weit zurück. Nochmal in die Mitte, dann nochmal nach vorne auf die Fußballen. Und dann kommt in diesen mittleren Bereich, da spürt ihr sowohl Fußballen als auch die Ferse. Und dann kommt zurück auf die Ferse, nicht zu weit. Gut. Anders könnten wir auch sagen, wir gehen, wenn wir nach vorne gehen, mit unserem Gewicht vor das Fußgelenk. Fußgelenk ist das Gelenk, was unseren Unterschenkelknochen mit dem Fuß verbindet. Das heißt, so sind wir mit dem Gewicht vor dem Fußgelenk. Hier kommt unser Gewicht mehr oder weniger senkrecht durch das Fußgelenk und hier haben wir das Gewicht hinter dem Fußgelenk. Macht das noch einmal. Davor, darauf und dahinter. Prima. Lasst uns mal ausprobieren, wie viel unsere Muskeln halten müssen, wenn wir vor dem Fußgelenk, auf dem Fußgelenk oder hinter dem Fußgelenk stehen. Okay, gleiche Position, Füße parallel und hüftbreit. Wir gehen nach vorne, dass ihr nur noch auf den Ballen steht und guckt mal, wo ihr euch halten müsst. Ich spüre zum Beispiel ziemlich stark meine Oberschenkel arbeiten und meine Fußgelenke. Und dann kommt in die Mitte. Gehen wir mal zurück zur Ferse. Hier müsst ihr aufpassen auf euren Nacken. Dann merkt ihr sofort, dass der arbeitet. Und wo noch? Ich spüre zum Beispiel meinen Po. Der muss auch relativ viel halten. Und kommt in die Mitte. Jetzt gehen wir nochmal nach vorne. Auf die Fußballen. Spürt die Anstrengung. Und dann kommt ihr in die Mitte und merkt, wie ihr die Anstrengung loslassen könnt, wie ihr euch nicht muskulär so stark halten müsst, weil ihr einfach in eurer Balance seid. Kommt nochmal zurück nach hinten. Nehmt wahr, Nacken, Oberschenkel sind ganz schön am Arbeiten. Und dann kommt in die Mitte und merkt, wie die ihre Arbeit sozusagen loslassen können, weil die Muskeln nicht so stark halten müssen. Prima. Wir kommen nochmal zurück zu unserer Grashalmbewegung. Allerdings gehen wir jetzt seitlich. Das heißt, wir bringen den ganzen Körper zur einen Seite, in die Mitte und zur anderen Seite. Spürt, wie sich euer Gewicht wirklich auf die Fußkanten verlagert. Kommt in die Mitte und wieder auf die Kanten. Nehmt auch nochmal wahr, wie viel Muskelkraft ihr braucht, um euch an der Seite halten zu können. Wie ist das in der Mitte und an der anderen Seite? Spürt noch ein letztes Mal, hier seid ihr nur auf den Außenkanten oder auf den Kanten. Jetzt in der Mitte. Wieder nur auf den Kanten. Mitte, Kanten. Sehr schön. Soweit erstmal.
Das heißt für uns, für eine gute Stabilität brauchen wir 3 Punkte. Nehmen wir mal an, das hier ist der Fuß. Erster Punkt, Mitte der Ferse. Zweiter Punkt, Außenkante Fußballen. Und der dritte Punkt, Innenseite Fußballen. Und wenn wir es schaffen, unser Gewicht über diesen 3 Punkten zu verlagern, haben wir eine sehr gute Stabilität. Das probieren wir aus. Sucht nochmal euren Stand. Mitte der Ferse, Fußballen Außenseite und Fußballen Innenseite. Findet die 3 Punkte und dann verteilt ihr euer Gewicht gleichmäßig über die 3 Punkte. Sehr schön. Jetzt dürft ihr euch kurz mal ausschütteln, schüttelt Arme und Beine, könnt einen Moment durchs Zimmer gehen und dann ohne viel nachzudenken, stellt euch so hin, wie ihr normalerweise steht. Genau. Und dann guckt mal, wie das ist. Welche Kontaktpunkte habt ihr? Habt ihr vielleicht einen Standbein, auf dem ihr sehr viel mehr Gewicht abgibt als auf dem anderen? Seid ihr vielleicht Fersensteher? Steht hauptsächlich hinten auf der Ferse. Wie auch immer euer Stand ist, sucht euch von da aus jetzt die 3 Punkte. Mitte der Ferse, Außenseite Fußballen und Innenseite Fußballen. Verlagert euer Gewicht. Genau. Nehmt euch einen Moment Zeit. Sehr gut. Das Gute an dieser Übung ist, dass ihr die sehr einfach in euren Alltag integrieren könnt. Ihr könnt das ausprobieren an der Bushaltestelle, Supermarktkasse oder beim Zähneputzen. Genau wie wir gerade gemacht haben. Ihr nehmt kurz wahr, wie ihr steht, findet die Ferse, Außenkante Fußballen, Innenkante Fußballen, gebt dem Körper kurz Zeit, um sich da neu zu organisieren. Und dann lasst es wieder los und geht weiter in eurem Leben. Sehr schön. Das war's mit unserer Grashalmbewegung. Ich danke fürs Mitmachen. In den Videos habe ich schon häufiger das Wort spüren benutzt. Spürt mal den Boden. Und ich weiß, dass das gerne ein bisschen belächelt wird. Ne? So, ja, den Baum spüren, den Boden spüren. Aber spüren ist eigentlich nur ein anderes Wort für tasten. Und tasten ist ein Sinn von uns. Genauso wie riechen, sehen oder hören. Und für uns kann dieses Tasten oder Spüren eine enorme Hilfe sein, den richtigen Muskeltonus zu finden. Und das möchte ich gerne mit euch kurz ausprobieren. Nehmt mal euren Daumen und die 3 Finger der anderen Hand, Daumen, Mittelfinger und Zeigefinger. Und dann greift mal kräftig zu. Greift euch den Daumen. Genau. Genau, und dann guckt mal, wie sich dieser kräftige Griff auch in der Hand, im Arm und in der Schulter anfühlt. Und wie viel spürt ihr von eurem Daumen? Gut. Zweite Runde. Wir nehmen den Daumen, unsere 3 Finger und jetzt so richtig schlapp, wie so, wenn euch jemand die Hand gibt, wie so ein toter Fisch. Ihr legt die ganz schlapp an den Daumen. Genau. Wie fühlt sich das an? In der Hand, dem Arm, boah, meiner wird schon ganz schwer, und der Schulter. Und wie viel könnt ihr von eurem Daumen jetzt denn spüren gerade? Dritte Runde. Wir haben den Daumen, unsere 3 Finger und dann findet ein Kompromiss. Weder kräftiges Drücken noch schlapp. Findet einen Kontakt, der irgendwo in der Mitte dazwischen ist. Und mit diesem guten Kontakt nehmt mal wahr, welche Temperatur hat denn euer Daumen?
Wie fühlt sich die Oberfläche an? Seid ihr da eher mit dem Finger auf einem harten Knochen oder auf einem weichen Muskel? Dann guckt mal, wie fühlt sich denn so eure Hand an, der Arm und die Schulter. Sehr schön. Ich glaube, in dieser Übung kann man sehr klar sehen, dass es einen großen Unterschied macht, und zwar nicht nur für die Stelle, wo wir in Kontakt sind, sondern für auch noch eine viel weitere Strecke in unserem Körper, ob wir drücken, schlapp sind oder in diesem tastenden, spürenden Kontakt sind. Und was das mit Flötespielen zu tun hat, zeige ich euch jetzt. In der ersten Runde mache ich den kräftigen Kontakt zum Boden. Ich drücke meine 3 Punkte fest in den Boden und spiele ein kleines Stückchen, was euch allen, glaube ich, bekannt ist. Zweite Runde. Ich mache mich richtig schlapp. Ihr seht schon, genau. Ich sacke ein bisschen zusammen und ich sinke richtig in meine 3 Punkte mit viel Gewicht ein. Hört sich so an. Jetzt kommt die dritte Runde. Ich taste mit meinen Füßen den Boden. Mir hilft es immer, mir was vorzustellen, am liebsten aus dem Urlaub. Warmer Sand unter den Füßen oder Waldboden mit Sonne drauf. Okay. Dritte Runde. Ich glaube, man konnte sehr gut hören, dass die dritte Runde den vollsten Klang hat. In der ersten Runde hört sich der Klang sehr gedrückt an und in der zweiten, habt ihr auch gehört, ist die Intonation ziemlich tief und das Ganze ist ziemlich schlapp. Und womit das zusammenhängt, ist mit der Resonanz. Wenn wir einen guten Bodenkontakt haben, unsere Füße in diesem Tast-Spür-Modus sind die Beine im genau richtigen Muskeltonus, den wir brauchen, nicht zu angespannt und nicht zu schlapp, und unser ganzer Körper kann resonieren. Und dadurch können wir einen mühelosen, vollen und warmen Klang haben.